In den letzten Videos haben wir das Nexi-System so weit vorbereitet, dass jetzt die eigentlichen Datensammler vom Shopfloor integriert werden können. Schauen wir uns also zusammen an, wie die Funksensoren und Aktoren in der SensorBridge Software identifiziert und angelernt werden, wie wir sie unseren Gruppen zuordnen und was man sonst noch alles mit ihnen anstellen kann. Auf geht's! Zur Übersicht der Sensoren und Aktoren gelangt man, indem man sich in die SensorBridge einloggt und oben auf den Reiter Sensoren und Aktoren bzw. Sensors and Actors klickt. In der Übersicht Sensoren und Aktoren werden automatisch alle Sensoren und Aktoren angezeigt, die in Reichweite eines Access Points sind und entweder aktiviert wurden oder ein automatisches Statussignal gesendet haben. Im Moment der Funkkommunikation werden sie in dieser Liste erfasst und automatisch in die Default-Gruppe aufgenommen. Zu jedem Device können wir einzelne Parameter erkennen, wie den Typ des Sensors, also um was für eine Art Sensor es sich handelt, die Device-ID, also die eindeutige Geräteadresse des Sensors. Wir können den Batteriezustand sehen, den aktuellen Status sowie ob es sich hierbei um ein Schaltevent oder ein Wake-up-Signal handelt und zu welcher Gruppe der Sensor gehört. Es gibt eine Reihe weiterer Parameter, die modifizierbar sind bzw. über die gewisse Einstellungen vorgenommen werden können. Diese Parameter schauen wir uns gleich mal im Detail an. Doch bevor wir das machen, füge ich erstmal noch einen weiteren Schalter zum System hinzu. Dafür brauche ich den Schalter nur zu betätigen, das mache ich jetzt mal. Dann sendet er sein erstes Signal und taucht dann automatisch in der Default-Gruppe bzw. unserer Standardgruppe auf. Um mit dem System arbeiten zu können bzw. um Sensoren aktiv betreiben zu können, weise ich die Sensoren einer Gruppe zu. Das mache ich jetzt mal mit dem neuen Sensor und weise ihn zum Beispiel der vorher erstellten Gruppe Linie 1 E-Kanban zu. Nach erneuter Betätigung des Sensors erhält der Sensor die neue Konfiguration und weiß nun, dass er zur Gruppe Linie 1 E-Kanban gehört. Der Schalter ist der Gruppe zugeordnet und arbeitet aktiv in dieser Gruppe. Erkennbar ist das daran, dass die Flag-Information nun in grüner Farbe dargestellt wird. Auf der rechten Seite habe ich jetzt die Möglichkeit, in 3 verschiedenen Feldern Parameter zu hinterlegen. Ich schreibe hier beispielhaft einmal Materialnummer rein, bestätige die Eingabe und habe diese Information jetzt im Feld hinterlegt. Für die späteren Signalübertragungen sind diese Felder gegebenenfalls sehr wichtig, denn ein übergeordnetes System erhält exakt diese Informationen, die dort eingetragen wurden. Kommen wir als nächstes zum Managen der Sensoren. Die Filtereinstellungen hier oben helfen mir dabei. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach dem Sensor mit der Device-ID 006A1A suche, dann gebe ich beispielsweise die letzten 3 Ziffern im Filter ein. Das ist hier A1A und alle anderen Sensoren werden automatisch ausgeblendet. Genauso kann ich natürlich nach allen Sensoren einer Gruppe suchen oder mir beispielsweise alle Regalwippen oder Lasersensoren anzeigen lassen. Und so kann ich gezielt bei mehreren Sensoren gleichzeitig auf die Einstellungen zugreifen. Den Filter nehme ich gerade mal wieder raus und es werden jetzt wieder alle Geräte angezeigt. Auf der linken Seite habe ich ein kleines Dropdown-Menü, über welches ich noch weitere Funktionen abrufen kann. Hierzu ist es aber immer erforderlich, dass mindestens ein Sensor angeklickt ist. Richtig Sinn macht das aber erst, wenn ich mehrere anklicke. Diesen Sensor habe ich jetzt ausgewählt und öffne das Dropdown-Menü. Hier habe ich Funktionen wie zum Beispiel eine Bearbeitung. Wenn ich aber bei einer ganzen Vielzahl von Sensoren gleichzeitig etwas ändern möchte, wie zum Beispiel sie einer anderen Gruppe zuzuordnen, dann geht das hierüber sehr flexibel. Erst mache ich eine Filterselektion, markiere dann alle Sensoren gleichzeitig und kann dann hier ein Menü öffnen, kann die Gruppe neu zuweisen und alle ausgewählten Sensoren gehen automatisch in die neue Gruppe über. Oder ich kann die Felder Position Beschreibung, Parameter 1 und Parameter 2 für alle gleichzeitig ändern oder eben zurücksetzen. Durch einen Klick auf die Bestätigung werden die Änderungen dann umgesetzt.
Weitere interessante Funktionen sind zum Beispiel das Überprüfen der Softwareversion. Dazu habe ich wieder den Schalter ausgewählt, klicke auf Softwareversion überprüfen und jetzt sendet der Schalter bei seiner nächsten Betätigung seine aktuelle Softwareversion mit. Noch hat das System die Version nicht erhalten, ich betätige jetzt den Sensor und der übermittelt somit die Softwareversion. Genauso könnte ich jetzt zum Beispiel auch die Software der einzelnen Sensoren updaten, indem ich auf den Button Update klicke. Gerade wenn ich eine große Anzahl von Sensoren im System verwalte, ist diese Update-Funktion sehr interessant. Denn ich kann auch alle im System befindlichen Sensoren auswählen, kann das Update starten und das System managt selbstständig, welcher Sensor wann abgedatet wird. Ich kann dies auch im Live-Betrieb machen. Ich kann die Sensoren aus meinem System auch herauslöschen. Das mache ich jetzt mal, bestätige die Eingabe und nun ist dieser Sensor aus dem System herausgelöscht. Nach einer gewissen Zeit würde der Sensor jetzt sein Wake-up-Signal schicken und dann automatisch wieder in der Default Group auftauchen. Das waren die Grundfunktionen in der Übersicht Sensoren und Aktoren. Als nächstes befassen wir uns mit dem Thema Schnittstellen bzw. Anbindung an das übergeordnete System. Wir klären die Frage, wie kommen eigentlich die Informationen, die unsere Sensoren auf dem Shopfloor einsammeln, an das hauseigene ERP-System. Das zeigen wir im nächsten Video. Wir sehen uns.